Neustart vom Anstoß. Oh, bestätigen. Ich muss Quadrat drücken, um zu bestätigen. Okay. Los geht's. Alles klar, da ist es. Entschuldigt das ganze Gerät, aber jetzt geht's los. Es ist Nopo gegen Evo und es ist ein Best of 7. Also lass mich das aktualisieren. Die Jungs wollten ein volles Best of 7 spielen. Bin dabei, sie so viele Spiele spielen zu lassen. Und Nopo legt sofort mit einem Schuss los, für den er bekannt ist. Ein schöner Wall-to-Air-Dribble-Reset. Und er nutzt den Flip spät, um ihn perfekt zu versenken. 116er Ping für Nopo, da er auch ein RLCS-Regionalfinalist ist Evo mit 88er Ping auf EU-Servern. EVO spielt also tatsächlich mit einem besseren Ping. Ich weiß, viele Leute werden nach dem Ping fragen. Aber meine Güte! Evo muss einfach das Okay werfen. Was sehen wir hier gerade? Ein schöner Reset-Doppler, so weit weg vom Netz, aber Nopo hämmert ihn. Einfach rein. Meine Güte. Absolut verrückt. Nopo mit einem starken Start. Wir schließen die Vorhersageeingaben für diejenigen von euch, die gerade alle ihre Punkte auf Nopo gesetzt haben, als er diesen Clip gelandet hat. Ihr könnt jetzt nichts mehr setzen. Ihr müsst bei dem bleiben, was ihr vor dem Match gewählt habt. Aber Nopo sieht zu Beginn dieses Spiels wirklich gut aus. Versucht es mit einem Doppelreset. Er hat den Ball eigentlich nicht sehr gut abgeschirmt, aber Evo hat das nicht ausgenutzt. Er ist viel zu weit vor dem Ball geraten, um wirklich einen Schuss zu gefährden. Und das wäre eine Gelegenheit für EVO gewesen, wisst ihr, einen freien Schuss zu nehmen. Aber er spielte stattdessen etwas langsamer. Er benutzt heute die Version 1. Nopo, so wahnsinnig schnell wie er gerne spielt, lässt gelegentlich das Netz sperrangelweit offen, so wie er es gerade getan hat. Und jetzt sucht er nach einem wirklich spitzen Winkel. Aus dem Netz heraus. Er wird ihn nicht finden können. Evo hat 0 Boost auf der Torlinie, Nopo muss sicher sein und das ist er. Adam Hippo, danke für den Prime. Ich glaube, meine Alertbox ist nicht eingeschaltet, aber du verdienst deine Anerkennung. Also werde ich versuchen, sie dir jetzt hier zu geben. Ja, da ist sie. Danke, danke. Habe alles für den von Factor gesponserten Stream repariert. Nopo Wall to Air. Dribble, der auf das Backboard zielt, findet aber keine Lücke. Evo, du siehst, wie er den Halbkreis abfährt, um so viel Boost wie möglich zu sammeln. Nopo geht tief. Gute Entscheidung, da er sieht, wie Evo innen ins Netz rollt. Evo wird es sehr schwer haben, wieder auf den Boden zu kommen. Und Nopo würde aus dieser Position ohnehin lieber Wave dashen, schätze ich. Oh, es ist eine Best-of-5-Vorhersage. Oh, ich nehme an, das muss zurückgesetzt werden. Die Mods können es von hier aus erledigen. Ich glaube, ich habe Valinus hier gesehen. Er kann die Vorhersage für euch übernehmen. Da ich Best of 7 viel lieber mag, Best of 7 sind wirklich spannend und bieten uns einfach viel mehr 1 gegen 1. Also ist das ein kleiner Preis, den wir zahlen müssen, um die Vorhersage zurückzusetzen. Nope. Hebt ab, der Reset führt zu einem Tor. Evo war wirklich geduldig. Und das hat viel damit zu tun, dass er nicht denselben Boost-Vorteil hat, da Nopo gute Arbeit leistet, ihn zu stehlen und ihn hungrig zu halten. Aber er bringt sich auch freiwillig in diese Lagen. Du siehst es direkt nach dem Anstoß. 0 Boost, ein Moment, in dem viele Spieler zum Mittelfeld fahren würden, um sich die 100 zu holen. Evo ist daran nicht interessiert. Er will das Spiel zu Nopo bringen. Und Nopo lässt so manchmal so ein offenes Netz wie hier. Evo glaubte nicht daran, den Ball schnell genug hart schießen zu können, um das offene Fenster zu nutzen. Also spielt er es lieber sicher und berechnet und lupft ihn über Nopo hinweg. Das ist ein ganz neuer Evo, den wir hier sehen. Vielleicht hat er sich in Anwesenheit von jemandem, der noch wilder spielt als er selbst, dazu entschieden, einen Gang zurückzuschalten. Einen sichereren Stil zu spielen. Ah, du hast das Abo verdient. Ich bin der am meisten unterschätzte Content Creator in der Szene. Yo, danke Adam Hippo. Das weiß ich zu schätzen. Nopo lässt wieder einmal ein völlig offenes Netz, benutzt das Faking Quick Chat, während er im Rückwärtssalto vom Ball wegspringt. Nopo macht einen
Tornado Spin und nutzt seinen Sprung, um sich auf dem Weg zur Wand wieder Richtung Boden zu drücken. Für einen Air Dribble, warum auch nicht. Es bringt ihm absolut nichts. Aber es geht nur darum, gut auszusehen und sich gut zu fühlen, während er zum Air Dribble ansetzt. Evo versucht diesmal es zu lesen und Nupo geht wieder einmal tief. Deshalb siehst du, warum Evo den Ball so stark unter Druck setzt, wie er nur kann. Weil er Nupo nicht an seinen Spot lassen will, um seinen Air Dribble zu starten. Und Nupo konnte bei gewonnenen Anstößen einfach den Ball erreichen. Das ist meist die beste Gelegenheit für ein ungestörtes Air Dribbling, wenn der Gegner zurückweichen muss, um 100 Boost zu sammeln. Evo fixiert sich auf Nupo und nimmt ihn aus dem Spiel. Jetzt hat er hier einen guten abprallenden Ball. Er hat tatsächlich gesehen, dass Nupo sofort zum Herausfordern kam. Jetzt sollte er das Netz offen haben. Großartige Einschätzung beim Respawn. So oft wollen Spieler die Distanz verkürzen. Und er gehört definitiv dazu. Und Junge, er hat das so früh gelesen, dass er eine Chance hatte, noch rechtzeitig dorthin zu kommen. Nupos Anstoß geht weit am Tor vorbei. Kann Evo auf der anderen Seite kontern. Nupo hat ihn gut vom Ball abgedrängt und ihn am Schuss gehindert. Evos Boost wurde gestohlen. Das macht Nupo schon die ganze Serie lang. Er hat ihn wirklich gut am Boden gehalten. Und diesmal geht Evo in sein Netz rein und raus, um den Hohenball zu halten. Und Nupo geht tatsächlich hoch. Mehr kann Evo sich nicht wünschen. Er versucht, das Netz zu nutzen, um leicht für einen starken Zweikampf in die Luft zu kommen. Anstatt, weißt du, wenn du Boost hast, wirst du sehr zurückgedrängt wie Evo. V, danke für die geschenkten Abos an Surlag. Nupo verfehlt diesen Reset tatsächlich knapp. 2 vorne bei 1 Minute und 10 Sekunden Restzeit. Sein Anstoßspiel war solide, denn wir haben gesehen, wie er mehrfach in diesem Spiel diesen freien mittleren Boost an der Wand für Air-Dribblings nach dem Anstoß genutzt hat. Eine absolute Albtraumposition, wenn man sie Nupo überlässt. Und um ehrlich zu sein, ist Evo die Art von Spieler, bei der es ebenfalls ein Albtraum ist, ihn diese Position einnehmen zu lassen. Und im Moment setzt Evo alles auf diese Spielzüge. Und ich kann es nicht genug betonen, die Leute sehen Nupo manchmal zu und denken, oh, er wirft das Spiel weg. Oh, er trollt noch. Er gibt sich keine Mühe mehr. Ich glaube, der Grund, warum man solch verrückte Schüsse sieht, wie vorhin, bei denen er den Reset weit weg vom Tor bekommt und dann doppelt verwandelt ist, dass er bereit ist, diese Risiken einzugehen. Und das macht ihn zu einem guten Spieler, auch wenn es manchmal zu Gegentoren führt. Das ist ein spitzer Winkel für den 7. Treffer hier. 5 geschenkte Abos. Cyril Black. Okay, jetzt sehe ich deinen Namen hier im Chat in der richtigen Schreibweise. Cyril Black, danke für die 5 geschenkten Abos. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, deinen Namen etwas korrekter auszusprechen. Kann nicht garantieren, dass das stimmt, aber danke. Das ist eine riesige Unterstützung für den Kanal. Bedankt euch bei Syra, falls ihr gerade ein Abo von ihm geschenkt bekommen habt. Verbeugt euch. Er führt Evo gerade an der kurzen Leine, fliegt durch die Map und versucht, diesen Mann in der Luft auszubremsen. Er schafft es nicht. Benutzt Nupo da eine normale Luftrolle oder eine gerichtete? Ich garantiere euch, dass Nupo beides benutzt. Ich glaube, fast jeder Topspieler, besonders mechanische wie Nupo, nutzt sowohl die reguläre Luftrolle als auch mindestens eine gerichtete, aber ich denke, wir werden sehen, dass alle Spieler auf beides umsteigen. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, auf dem Controller Platz für alles zu finden. Und wenn ich damit zu kämpfen habe, dann nur, weil ich schrecklich in Videospielen bin. Diese Profis sind es nicht. Sie werden keine Probleme haben, für alles einen Platz zu finden. Evo sieht so aus, als würde er für Spiel Nummer 2 das Auto wechseln. Oder vielleicht möchte er einen neuen Server. Ich denke aber, er will nur das Auto wechseln. Ich glaube, wir sehen ihn gleich wieder hier. Nummer 2. Nupo gegen Evo. Nupo hat in der Vergangenheit schon gegen einige Nordamerikaner gespielt. Ich versuche mich an all die verschiedenen nordamerikanischen Showmatches zu erinnern. Er hatte eines gegen Daniel, als Daniel in der EU war und sie einen etwas ausgeglicheneren Ping hatten. Das war auch ein Best of 7. Nupo konnte das gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele andere. Ich glaube, er hatte welche gegen Rapid und ein paar andere Nordamerikaner, gegen die er gut aussah. Aber Evo ist sicherlich eine der härteren Herausforderungen, die Nordamerika zu bieten hat.
Und Nupo hat langsam daran gearbeitet, die Top-Tier-Spieler zu schlagen. Denn seit er in der Szene ist, war er wirklich verrückt drauf, aber nicht ganz. Könnte er die absolute Spitze schlagen? Aber es tut es. Und ein schöner Reset in einen Musty. Ihr könnt vielleicht meinen Alarm hören. Das war der Nupo Pop-Off-Alarm, falls ihr ihn hören konntet. Hier hinter mir. Habt ihr Nupo auf Steroide getestet? Oh mein Gott. Danke, Wulle. Nupo wird euch gleich einen Clip widmen, um euch für eure Freundlichkeit zu danken, während er den Reset und einen dritten holt. Er ist einfach absolut im Tunnel. 10 geschenkte Abos von Batul. Danke. Ja. Danke, Chat. Ihr wart heute so unglaublich unterstützend. Oh mein Gott. Nupo und Evo bieten uns eine Show. Evo im Fennec übrigens, falls ihr nicht genau darauf geachtet habt, was Evo wechseln wollte. Er hat das letzte Spiel im Octane gespielt, aber er hat gemerkt, dass er die Kraft des Fennec aus dem Nahen Osten braucht. Ich glaube, das war's, was Evo spielte, als er vor ein paar Tagen gegen KV1 antrat. Daher bin ich mir nicht sicher, warum er davon abgewichen ist. Er sieht jedoch, wie gut es jetzt für Nupo funktioniert. Nupo muss dem Rammstoß von Evo ausweichen. Das gelingt ihm auch. Und der Spawn in der Mitte ist für Evo nicht gerade glücklich. Er ist gezwungen, ganz bis in die Ecke zurückzugehen. Zum Glück für ihn, oder vielleicht auch nicht, scheint Nupo immer zu freestylen. Diesmal funktioniert es, weil er aus seinem Dribbling fast aus dem Nichts etwas macht. Schöner Zweikampf an der Seitenwand von Evo, aber Nupos Erholung ist unglaublich. Er trainiert praktisch ständig seine Erholungen. Wenn ihr wissen wollt, warum Nupo sich so schnell erholen kann. Er liebt es, sich in schwierige Situationen zu bringen, aus denen er sich erst wieder befreien muss. Evo hatte gehofft, dieses Dribbling im Mittelfeld abzufangen, indem er von der Decke kommt, um hoch anzugreifen, aber er war nicht schnell genug. Ich meine, Nupo musste nicht viel tun, um diesem Angriff auszuweichen. Es ist ein wenig weit hergeholt, von der Decke so weit herauszukommen. Evo ein zweites Tor. Evo wirkt im Vergleich zu Nupo ein wenig wie der 1v1 Hauptakteur. Normalerweise läuft das in Spielen. Mit Evo nicht so ab. Er sieht sonst aus wie derjenige, der herumfliegt und sich weigert, normalen 1v1 Standards zu folgen. Aber jetzt gewinnt er durch Anstoßtore und spielt geduldig. Zumindest wenn er in der Offensive ist, aber er war sehr oft in der Defensive. Er musste versuchen, mit dem Offensivkraftpaket Nupo fertig zu werden. Aus der Ecke. Ein Reset, ein zweiter Reset. Evo sagt nein, aber ich glaube, das Backboard hätte auch nein gesagt. Evo musste sich also keine allzu großen Sorgen machen. Schöner Flick. Kann er den Ball an Nupo vorbeibringen? Er eliminiert Nupo, aber erst nach der Klärung. Stattdessen landete er selbst im Tor. Er priorisiert tatsächlich den Boost gegenüber dem Stehlen dieser hinteren Ecke. Nupo, was für ein Pre-Jump. Der Meister der Pre-Jumps. Er kommt damit öfter durch als jeder andere. Und dieser hier ist extrem früh, während er versucht, in der Luft zu schweben. Damit kann er nicht durchkommen, oder? Bitte. Die Dinge müssen auf dieser Welt einen Sinn ergeben. Und wenn er damit durchkommt, ergibt nichts mehr einen Sinn. Nupo versucht einfach 20 Sekunden lang an der richtigen Stelle zu schweben, aber das klappt nicht. Nach einem schwachen Zweikampf muss er zu Boden und Evo kommt wieder auf einen Punkt heran. Nupo, was für ein Kraftschuss. Drückt sie vom Boden ab. Alles klar. Nupo weiß, was er tut. Ich dachte kurz, er macht ein Eigentor. Aber er hat genau die richtige Kraft reingelegt, um wieder dran zu bleiben. Jetzt Evo mit Platzfehler zu Beginn des Flicks. Verliert die Ballkontrolle. Aber Nupo hat ihm einfach zu viel Raum gelassen. Er ist ganz zurück in sein Netz. Und wieder raus, bevor er zum Zweikampf ansetzte, obwohl Evo noch an der Mittellinie war. Nupo sucht den Doppelpack. Es ist schwer, Doppelpacks in 1 gegen 1 Spielen zu erzielen. Aber nicht für diesen Typen. Evo mit der späten Rettungstat. Das ist die einzige Situation, in der diese Spieler nicht bereit sind, die Rückwand zu schützen. Was für ein großartiger Winkel. Nupo legt auch noch nach. Pool $10. In den Preispool. Voilà. Ich weiß nicht, warum ich diesen Alarm nicht gehört habe. Aber danke.
Oder vielleicht ist es noch nicht angekommen, aber ich weiß es zu schätzen. Der Preispool ist eröffnet. Die Jungs spielen um $10. Alle Spenden gehen nun an den Gewinner dieses Showmatches. Damit ihr Bescheid wisst. Eine 6, während Evo davonfliegt. Wir blenden die $10 im Overlay ein. Es ist nicht fair, einen Preispool zu starten, wenn jemand schon ein Spiel führt. Eigentlich läuft das bei Preispools für Showmatches meistens so, würde ich sagen. Evo versucht, den Ball fallen zu lassen. Er wird historisch gesehen von Preispools beflügelt, wenn er auf diesem Kanal spielt. Nupo lockt ihn mit einem Wave Dash. Er wird nicht einmal schießen. Stattdessen fährt er die Seitenwand hoch. Evo will weitermachen. Will nicht einfach nur zusehen, wie Nupo ihn 1 Minute lang ausspielt. Er gibt auf. Er gibt dieses Spiel auf. Na gut, ich könnte genauso gut die Zeit verkürzen, schätze ich. Schätze ich? Ich weiß nicht. Das könnte uns Zeit sparen. Bestätigen. Oh, er ist weg. Ich glaube, Sie wissen vielleicht nicht, dass ich Match-Admin-Rechte habe. Spiel Nummer 3. Evo und Nupo. Der Beginn dieses Matches gehörte ganz Nupo. Aber Evo hat sich wohl sein perfektes Preset zusammengestellt, nachdem er Spiel Nummer 2 wegen der starken Leistung seines Gegners vorzeitig verlassen hat. Doch jetzt ist er wieder im Oktane und ich glaube, es ist ein anderer Oktane als zuvor. Dieser Oktane ist sicherlich die Lösung. Und wir werden sehen, wie er sich hier in Spiel Nummer 3 schlägt. Evo spielt den Ball an NO vorbei, aber NO hat ihn tatsächlich noch ganz leicht berührt und Evo so ausgebremst. Was, wie ich glaube, direkt ins Netz gegangen wäre, hätte er diesen leichten Schubser nicht bekommen. Na. Evo Rückwärtssalto, 54 oder 52 Boost auf Nupo 0. Aber NA sitzt zurück. Diesen Flick zu halten wird ziemlich schwierig. Tatsächlich wird es unmöglich zu halten sein, da Nupo ihn nicht mehr an die Querlatte drücken kann. Er versucht sein Bestes. Aber am Ende macht er ihn sich einfach selbst rein. Nupo kann einfach nicht anders, als ein Eigentor zu schießen. Egal, in welcher Situation er ist, er verteidigt und schießt ein Eigentor. Er Dribble Reset, herausgefordert. EVO. Er kann ihn abfangen, was ein gutes Zeichen für EVO ist, der anfangs Schwierigkeiten mit Nupos Aerialspiel hatte. Aber Mann, die Fakes, er droht so sehr damit, dass er es auch vortäuschen kann. Und Evo wird hier komplett stehen gelassen. Alles, was Nupo tun muss, ist einmal abzuspringen, um Evo in die Luft zu locken. Er wird ihn unter ihm durchrollen. Nupo spielt den Ball hoch mit dem Heck seines Autos. Er versucht, ihn für ein Spiel über die Wand vorzubereiten. Evo ist schnell zur Stelle, um abzufangen. Evo versucht bei Nupo dasselbe, was dieser bei ihm getan hat. Er täuscht etwas an und überzeugt seinen Gegner, einen Fehler im Tor zu machen. Aber Nupo ist tatsächlich sehr, sehr geduldig gewesen. Überall sonst auf dem Spielfeld ist er herumgeflogen, als gäbe es kein Limit beim Boosten. Außer an seinem eigenen Tor, wo er sehr solide verteidigt. Nupo wartet. Beim langsamen Abpraller, bis Evo von der Wand abdreht, bevor er schließlich schießt. Johann. Er bleibt nach diesem Kickoff aggressiv. Er hat sich viel Zeit verschafft, oder zumindest dachte ich, dass er sich mit diesem hohen Ball Zeit verschafft. Er hatte keinen Boost mehr zur Verfügung. Mann, er spielt so aggressiv. Ich weiß nicht, warum es mich überrascht. Dass er den Ball gut genug trifft, sodass Evo nicht einfach kontern kann. Aber er muss den letzten Rest seines Boosts benutzt haben, um dorthin zu gelangen. Und er hatte trotzdem ein gutes Gefühl dabei, es gegen Evo erzwingen zu wollen. Alter Schuss von Nupo. Das sollte das 3. Tor sein. Meine Güte. Man darf ihm keinen Moment Ballbesitz lassen. Sonst fort auf das eigene Tor. Evo hat keinen direkten Weg zurückgenommen. Ich werde zurück auf, ich wechsle einfach wieder zum Vollbild.
Evo hat vielleicht gerade ein Anstoßtor erzielt. Ja. Das war ehrlich gesagt Evos Hauptmethode. Um in dieser Serie zu punkten, was langfristig kein gutes Zeichen ist. Er sollte andere Wege finden, an Nupo vorbeizukommen. Oder ich sollte sagen, er muss andere Wege finden, an Nupo vorbeizukommen. Wenn er in der Serie zurückkommen will. Bisher sah es für ihn nicht allzu gut aus. Der Ball geht für Nupo in die Luft. Diesmal ein Reset am Ball. Evo bleibt geduldig, kann herausfordern, als der Ball zu Boden kommt und versucht, einen schnellen Zug zum Tor vorzubereiten. Nupo ist da und nein, er trägt den Ball einfach und erzielt das 4. Tor. Er jagt Evo hier hinterher. Evo spürt also den Druck von Nupo, der hinter ihm auftaucht. Er hat das Gefühl, er muss wegflippen. Und dieser kurze Flip gibt genug Zeit, den Ball aufzusammeln und zum 4. Tor zu tragen. Du meine Güte. Machen wir das interessant. Oh, jetzt ist es definitiv interessant. Wow, es war vorher schon interessant, aber du versuchst wirklich EVO zu pushen, der mit einem Preisgeld für Showmatches gut spielt. Ich werde sicherstellen, dass wir zwischen den Toren warten, um es ihm zu sagen, denn das ist eine ziemlich große Summe. Vielen Dank für die $200 Spende. Evo spielt manchmal mit geöffnetem Stream. Ich weiß nicht, ob er das in letzter Zeit getan hat. Aber er könnte es schon wissen. Wir werden sehen, ob das seine Spielweise verändert. Er geht in die Luft, gefühlt zum ersten Mal in diesem Match. Sucht nach dem Fake beim Wave Dash. Nupo schafft zwar die Parade, steht aber hier nicht optimal. Er spielt so schnell, dass seine Zweikämpfe dem Ball enorm viel Geschwindigkeit verleihen, wenn er ihn damit pincht. Und genau das ist der Grund, warum er damit durchkommt. Normalerweise führt diese Art von Aggressivität dazu, dass man am Ball vorbeischießt. Und wenn sich der Ball nicht so sehr bewegt, kann der wartende Spieler ihn aufsammeln und schnell schießen. Aber Nupo greift mit solcher Geschwindigkeit an, dass er den Ball überall hin befördert und der Spieler nicht nachsetzen kann. Er hat zudem perfekte Reads bei Evos Air Dribbles, weil Evo alles drohen kann. Diesmal setzt er zum Fake an und Nupo steht immer noch goldrichtig. Evo fängt ihn ab und irgendwie ist Nupo trotzdem da. Wie kann Nupo jeden einzelnen Spielzug vorausahnen? Evo macht seine Sache bisher ganz gut und variiert gut. Und dieser Abpraller geht nicht ganz rein. Ich glaube nicht, dass der Chat damit klargekommen wäre, wie Nupo so einen Pinch aus der Distanz ins Netz schießt. Oh mein Gott. Nupo holt sich den 5. Übrigens $245 Preisgeld. Und 50 verschenkte Abos. 50 verschenkte Abos. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Evo. Vielen Dank übrigens für die Abos, die du mir geschenkt hast. Aber Evo muss einen Zahn zulegen, wenn er diesen Preis mit nach Hause nehmen will. Das Tor sieht so offen aus und trotzdem überzeugt der Evo, den schnellen Schuss nicht zu machen. Stattdessen versucht Evo, ihn hinter sich zu heben, während Nupo sich spät erholt und trotzdem deckt Nupo es ab. Er hat in diesem Spiel so gut ausgesehen. Evo verschießt. Nupo mit dem Air Dribble im Moment. Er liefert einfach eine Show ab. Dieses Spiel wird sicher ihm gehören und er verschießt tatsächlich das eine Mal, bei dem es egal ist. Er kann es nicht zu Ende bringen. Evo hätte es in seinem eigenen Tor verdoppeln können, wenn er gewollt hätte. Entscheidet sich dagegen. Endet damit, dass er eine Demo kassiert. Aber es muss ein Reverse Sweep für Evo werden in diesem Best of 7 mit $245. Preisgeld. Vielen Dank, Schissel to Nizzle. Oh mein Gott. Spiel Nummer 4. Es ist Zeit für Evo, das Ruder herumzureißen. Er war der Erste, der 7 vorschlug als Noapo. Und Evo spielten. Das ist, weil er es wusste. Ich hatte Dorias schon ein paar Mal spielen sehen und ich habe das Gefühl, er schlägt 7 vor und verliert dann die 5 und gewinnt die 7, weil er ein Genie ist. Aber Nupo wird wieder zuerst treffen. Evo, er hat sich in letzter Zeit zu sehr als Verteidiger verbessert. Aber das spielt keine Rolle. Nupo war einfach zu gut. Schau dir diesen Schuss an. Oh mein Gott. Nupo wird niemals den direkten Anstoß nehmen. Er wird einfach seine Gelegenheit nutzen, um von der Wand zum Airdribble zu gehen. Kann Evo ihn diesmal stoppen? Nicht der beste Aufbau. Aber spielt es eine Rolle, wie der Aufbau ist? Nein, tut es nicht. Nupo wird einen Weg finden. Und er ist tief in Evos Kopf, was die Verteidigung dieser Spielzüge angeht. Denn das war offensichtlich nicht einer der gefährlichsten Schüsse, die er in der ganzen Serie hatte. Dass wenn er alles im Repertoire hat,
Das ist es, was dazu führt, dass man einfach einen schönen langsamen Abpraller an Evo vorbeischieben kann. Okay. Evo berührt die Rückwand. Sein Doppelschuss ging rein. Gott sei Dank. Wenn Evo nach dem Rempler noch einen Weg zur Rettung gefunden hätte. Wir müssten ihn wirklich zum König von Rocket League krönen. Oh, er hätte es fast geschafft, wenn er den Pfosten nicht berührt hätte. Denn hätte er in dieser Position seine Räder an die Wand bekommen, bin ich sicher, er hätte gebremst, um anzuhalten und dort zu bleiben. Aber das konnte er nicht, da er den Pfosten streifte. Oh mein Gott, Evo. So ein aggressiver Zweikampf. Er verfehlt den Ball. Nupo wird einen Moment haben, wenn Evo nicht rechtzeitig zurückkommt. Aber Evo kommt zurück. Kannst du den Ping zeigen? Ja, wir haben ihn vorhin gezeigt. Es sind 92 zu 112. Nupo mit dem etwas schlechteren Ping. Evo mit einem schlechten Anstoß. Aus seiner Perspektive zuzusehen, wie er herumschlingert, ist nicht das, was man will. Selbst wenn man einen Plan hat, wie man den Ball angeht. Sehr interessanter Aufbau von Nupo. Er will ihn bis zu seiner Rückwand führen. Er wird versuchen, ihn zum Tor zu tragen. Dieser Reset verhindert effektiv, dass Evo ihm den Ball beim Aufprall stiehlt. Evo schafft die Rettung. Nupo mit dem Doppel. Er hat Evo die Ecke weggeschnappt. Der Reset direkt zu Nupo. Nupo hat einfach jeden dieser Schüsse perfekt vorausgeahnt. Kein einziges Mal war er zu hoch oder zu tief. Es ist, als könnte er bei jedem Luftmanöver in die Zukunft sehen. Das ergibt Sinn bei seiner Spielweise in der Offensive. Aber es ist überraschend zu sehen, dass er Evo auch so gut liest. Und Evo, er wollte schon so lange diesen Pre-Flip-Flick landen. Nupo spielt den Ball an diesem Punkt nicht einmal aufs Tor, selbst wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Stattdessen nimmt er ihn einfach an der Wand hoch, wo er sich am wohlsten fühlt. Er versucht hier draußen Clips wie im freien Spiel zu landen. Wird er damit durchkommen, ohne ein einziges Spiel abzugeben? Nupo bekommt ihn hier nicht an Nupo vorbei. Evo fliegt über den Ball hinweg. Der Schuss aus Spitzenwinkel geht daneben. Und jetzt Evo hoch in die Lüfte. Nupo springt frei dagegen. Evo verlangsamt das Spiel. Er versucht Nupo zu rammen, der darüber hinwegfliegt und den Ball rettet. Das geht niemals rein. Nupo. Er lässt sich selbst mit seinen verrückten Aktionen kein Gegentor ein. Evo macht einen Rückwärtshalt vom Ball weg. Ich meine, an diesem Punkt ist Nupo einfach in seinem Kopf. Er bringt ihn dazu, jeden offensiven Spielzug in Frage zu stellen. Evo ist normalerweise niemand, der in so einer Situation aus einem Airdribble zurückweicht. Noch 20 Minuten zu gehen. Er lässt einfach nicht vom Ball ab. Ich bin sicher, Evo dachte, er hätte genug getan, um den Ballbesitz zu behaupten, doch NO bleibt einfach dran. Das scheint tatsächlich der beste Weg für Evo zu sein, um zu punkten. Er muss das Spiel wirklich verlangsamen und es ganz einfach halten, denn wenn er Nupos Spiel mitspielt, also dieses hochfliegende, sehr schnelle Tempo, dann spielt das natürlich Nupo in die Karten, genauso will er auch verteidigen. Aber immer wenn Evo das Spiel unterbrochen und einen kompletten Stopp für Nupo erzwungen hat, konnte er kleine Winkel finden, um zu treffen. Ich frage mich also, ob er das Dribbling wieder verlangsamen wird. Er wird es überhasten. Erste Berührung zu stark. Er hat noch 2 Minuten Zeit für ein Comeback und muss seine Strategie ändern, denn was bisher passiert ist, hat nicht funktioniert. Aber dieser Zweikampf bringt ihm ein offenes Tor und den Ausgleich zum 3:3. Noch 1 Minute und 42 Sekunden auf der Uhr. Kann Evo das Unmögliche schaffen und sich mit einem Reverse Sweep zurückkämpfen? Es fängt mit einem Spiel nach dem anderen an und er hat Nupo zum Fehlschuss gebracht. Aber wann bestraft das Nupo eigentlich jemals? Er wird ihn dort auch nicht bloßstellen können. Der Schuss ist bei weitem nicht stark genug und kommt aus zu großer Entfernung, als dass Nupo ihn nicht lesen könnte. Man darf Nupo nicht zu einem Airdribble kommen lassen. Moment, was macht Nupo da? Okay, trotzdem, er wird treffen. Ich dachte, wenn Evo sich schnell genug hätte erholen können, ich weiß nicht, ob er es überhaupt versucht hat. Oh ja, er ist weggeflippt. Wenn Evo also nicht weggeflippt wäre, wenn er sich vorgestellt hätte, dass Nupo den Ball aus dem Tor tippt statt hinein, wäre er vielleicht rechtzeitig da gewesen. Aber nein. Geht stattdessen in Führung. Ball in die Luft. Ich glaube, wir wissen alle, wie das enden wird. Evo muss dafür sorgen, dass es nicht in einem Gegentor endet, wenn er noch eine Chance auf ein Comeback in dieser Serie haben will. Es wirkte noch nie so automatisch und Evo
ist defensiv kein einfacher Gegner. Aber Nupo lässt es genauso aussehen. Er kann einfach nicht verfehlen. Evo braucht am Ende des Spiels definitiv einige gewonnene Anstöße. Nupos Ground Pinch wurde gestoppt. Evo hebt ab. Freier Flip für den Reset. Und mit der Ballannahme behält er den Ballbesitz. Und seht nur, wie aggressiv Nupo spielt. Er versucht einfach, den Ball von der Wand zu stehlen. Er ist ständig am Spielgeschehen beteiligt, ohne dafür bestraft zu werden. Oder Rammsturz. Auf keinen Fall trifft den A hier. Fast hätte er den Ceiling Reset geschafft und einen Weg zum Tor gefunden. Und Evo hätte den Ball nicht von sich wegspielen dürfen. Er hat tatsächlich den Corner Boost gestohlen, was ein gutes Zeichen für ihn ist. Er versucht es mit einem Dribbling, findet aber nicht den richtigen Winkel. Dieser Demo sollte meiner Meinung nach zu einem Tor führen. Ja, das tut es. 23 Sekunden. Der Traum lebt für die EVO-Fans im Chat noch, aber Junge, wie unwahrscheinlich das scheint. Die Anstöße waren meist neutral, in dem Sinne, dass der Ball in der Mitte landet und dann übernimmt Nupo für ein Wall-to-Air-Dribbling. Die wenigen Male, als es direkte Tore gab, waren es Evos. Aber das hier sieht nach einem weiteren Ball in der Mitte aus, den Nupo kontrolliert. Wall-to-Air-Dribbling. Evo muss jetzt glänzen. Er geht früh in den Zweikampf und nichts scheint zu funktionieren. Die höchste Erfolgsquote bei Wall-to-Air-Dribblings von Nupo, die ich je in einem Showmatch gesehen habe. Es spielt keine Rolle, was man tut. Geh früh hoch auf ihn drauf, er durchschaut es. Warte unten, er hebt den Ball über dich drüber. Nupo gibt auf. Warte. Was? Was? Nein. Was? Nein. Ich verstehe das nicht. Nupo will weiterspielen. Ich meine, das liegt an. Ich lasse Evo entscheiden. Möchtest du das annehmen, Evo? Weil ich meine, das war ein Sweep. Aber es gibt ja ein Preisgeld. Wenn Nupo Evo eine Chance geben und mehr Spiele machen will, lasse ich es zu. Er sagt, er möchte das Spiel aufgeben. Also steht es 3:1 für dich. Evo wird es annehmen. Hey, hört zu. Ich bin bereit für mehr Action, Leute. Wenn Sie es uns geben wollen. Zählt mich nicht zu denen, die es verhindern würden. Alles klar, ich werde Eva auch einen Spielsieg auf der Anzeigetafel geben. Ich denke, das ist wichtig für Leute, die später einschalten und sich fragen, warum dieses Match noch läuft. Oh, übrigens für die Spieler, ich weiß nicht. Ich denke für die Spieler, ich lasse die Mods entscheiden, aber ich denke ein 4:0. Ihr könnt 4:0 für die Spieler einreichen. Aber ich weiß es nicht. Oh, das ist eure Entscheidung, Mods. Wenn ihr wollt, dass die Leute darauf wetten, dass Nupo mit 2 Toren Vorsprung aufgibt, dann bitte. Oh mein Gott. Na gut. Wirklich unorthodox. Beispiellos. Nicht nur, dass das noch nie in einem meiner Showmatches vorkam. Ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Nupo führt mit 2 Toren. Bei etwa 5 Sekunden Restzeit. Ein garantierter Sieg. Er hatte das Showmatch gewonnen. Gibt das Spiel auf. Er sagt, er gibt Spiel 4 auf, damit die Serie nicht vorbei ist. Der EVO hat also jetzt einen Sieg. Und die Zoller? Preisgeld, kein Scherz. Stehen noch auf dem Spiel und könnten an EVO gehen. Er könnte einfach die nächsten 3 Spiele gewinnen, das ist der Wahnsinn. Aber hey, wir sind alle Gewinner hier im Chat. Wir sind alle Gewinner, denn das war eine der verrücktesten Leistungen in einem Showmatch, die ich je gesehen habe. Und er will nicht, dass es für euch vorbei ist. Er will mehr zeigen. Wie dem auch sei, EVO startet mit einer frühen Führung. Ich weiß nicht, ob wir EVO bisher in diesem Showmatch in Führung gesehen haben. Nicht nur das, es war ein guter Selbstvertrauensschub, denn ich glaube, es war ein Reset-Schuss. Ich war hauptsächlich damit beschäftigt, allen zu erklären, was hier gerade passiert. Dieser Carry wird von EVO gestoppt. Und ich weiß nicht, Leute, ich sehe es. Ich sehe, wie es passiert, Leute. Ich sehe, wie es passiert. En Respekt an Nupo, der den Clean Sweep nicht wollte, aber plötzlich kann EVO Paraden zeigen. Plötzlich wirken die Dribblings nicht mehr unmöglich zu verteidigen. Nupo direktes Anstoßtor.
Natürlich noch nicht geschlagen in diesem Spiel. Oh, das ist verrückt. Dupo 2 Anstoßtore in Folge. Plötzlich steht es unentschieden. So hat er vorher nicht getroffen. Ich schwöre, vorhin hat er diese Option gar nicht genutzt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er jetzt hinten liegt, aber bei jedem gewonnenen Anstoß ging er sofort zum Air-Dribbling über. Und bei einigen hatte ich das Gefühl, er hätte das tun können, was er gerade gemacht hat. Wisst ihr, einfach einen schnellen Schuss abgeben und direkt punkten. Aber daran war er gar nicht interessiert. Er wollte immer nur ein Wall-to-Air-Dribbling machen. Jetzt geht er in ein Dribbling nach dem Aufprall. Der Reset. Es war in den vorherigen Spielen wirklich magisch. Und sobald er in Anführungszeichen verloren hat, ist er plötzlich von einer 100%igen Trefferquote auf vielleicht nur noch 95% gefallen, weil er ein paar nicht abschließen konnte. Trotzdem hat sich eine Sache nicht geändert, und zwar, dass Evo versucht, auf den Wahnsinn von Nupo zu reagieren, aber daran scheitert. Dupo macht die 180-Grad-Drehung ins Dribbling und nutzt einen Air-Roll, um ihn direkt oben reinzuschießen. Was für ein beeindruckender Schuss. Es sieht so aus, als würde er es nur für den Style machen, aber es ist aus Evos Sicht tatsächlich extrem schwer zu lesen. Er weiß nicht, ob während der anfänglichen 180-Grad-Drehung ein Flick kommt, bei dem er die Drehung mit einem Backflip beenden könnte, was ein ordentlicher Schuss wäre. Also versucht Evo abzuwarten. Und sobald er landet, bevor Evo reagieren kann, ist Evo wieder in der Luft und schießt den Ball über ihn hinweg. Evo holt sich den dritten. Nupo dachte, das Air-Dribble würde höher gehen oder Evo würde seinen Flip einsetzen. Nupo bereitet es vor und holt den Reset. Evo muss seine Verteidigung bei diesen Spielzügen ändern, denn eines ist mir aufgefallen, was er wahrscheinlich anpassen könnte. Er findet sich so oft hinter dem Spielgeschehen wieder, wo er diese Erholung braucht und sich dann erst wieder zum Ball drehen muss, und er wird niemals ein Duell gegen Nupo gewinnen, besonders weil Nupo so beständig sicherstellt, einen 50-50 vorzubereiten, anstatt den Ball nur so weit wegzuschlagen, dass Evo ihn wegtippen kann. Ich weiß also nicht, was vor dem Spielzug passieren muss, damit Evo nicht zu spät reagiert, denn wenn er versucht, früh zu challengen, anstatt in eine Shadow Defense zu gehen, dann lupft Nupo den Ball einfach oben drüber. Aber Nupo hat dieses Timing eben auch drauf. Ich weiß also nicht, ob er einfach auf der Torlinie bleiben und in letzter Sekunde sein Bestes geben muss, um eine solide Parade zu zeigen. Auf diese Weise ist sein Schwung nicht immer vom Spielgeschehen weggerichtet. Ich weiß es nicht. Wir könnten ewig theoretisieren, wie man jemanden wie Nupo stoppt. Aber es gibt nicht viele Leute, die das können. Großartiger Pre-Flip-Kontakt. Evo dachte, er könnte die Kontrolle übernehmen. Nicht nur hat er die Kontrolle nicht bekommen, sondern Nupo machte einen schnellen Schuss zur 6-4 Führung. Nupo nimmt den freien Ball für einen Wall-to-Air-Dribble. Sonst noch jemand überrascht. Tatsächlich hat er den Aufbau nicht gut hinbekommen. Es scheint, als wäre das sein Plan gewesen. Aber er hat ihn nie wirklich in die Luft bekommen. Also wartet er stattdessen einfach darauf, dass Evo ihn herausfordert. Gut. Wird er es gut genug kontrollieren können, um einen Schuss abzugeben? Das tut er. Der Doppeltipp ist sanft genug, damit der Nachschuss von der Wand kommen kann. Aber jetzt hat Evo die Kontrolle. 18 Boosts stehen ihm zur Verfügung. Entscheidet sich, ihn nur hochzuspielen, in der Hoffnung, ihn auszuhungern. Bald hat wir das an. Er hat weder den Boost genommen noch den Ballbesitz behalten. Lupo kann nicht daran vorbeiziehen. Er wollte EVO alt aussehen lassen, aber bekommt zumindest eine leichte Berührung. Wir sehen uns das Ganze aus EVOs Perspektive an. Man weiß einfach nie, wann man diesen Typen herausfordern soll. Als er den Reset holt, kann Evo ihn nicht angreifen. Und dann könnte der Wave Dash ein Schuss sein. Also muss Evo weiterhin abwarten. Und dann geht der hohe Abpraller schließlich weit an ihm vorbei. Und ich meine, ich weiß es einfach nicht. Was kann man da tun? Was kann man gegen jemanden tun, der sich in der Luft so wohl fühlt? Wie hält er das? Es gab keinen Winkel, um diesen 50er irgendwo anders als ins Netz zu zwingen. Und Nupo schießt ihn direkt horizontal ab. Noch ein Reset geholt. Evo
kann den Ball berühren und bekommt dadurch Platz. Kann Evo also den Airdribble auf die andere Seite bringen? Er hat ihn tatsächlich vorbeigebracht, trotz des ziemlich schlechten Setups. Er muss zurück ins Spiel fliegen. Und irgendwie hat es fast funktioniert. NO von der Decke. Schwebt in der Luft. Man wartet einfach noch. Wird damit durchkommen. Er wird damit durchkommen. Er wird es zurück auf den Boden schaffen und den Save machen, wenn der Schuss kommt. Wenn der Schuss kommt. Nupo, was für ein schnelles Setup aus der Ecke. Wirft Dashing an die Wand. Hatte diesen Reset bekommen. Oh, er konnte den Winkel nicht ganz treffen. Es schien, als hätte Evo den Save, aber selbst wenn Evo nicht da gewesen wäre, wäre er an die Rückwand statt ins Netz gegangen. Er verpasst diesen Zweikampf und schafft es dennoch irgendwie, den Winkel so abzudecken, dass es für EVO unmöglich ist, zu schießen. Kann Evo austricksen. Evo kann aber immer noch die Kontrolle übernehmen. Ein sanfter Schuss und es sind tatsächlich 18 Sekunden für 2 weitere Tore. Glaub, eine seiner wenigen Hoffnungen wäre, wenn NA sich zufällig dazu entscheidet, noch ein Spiel aufzugeben, wobei ich nicht weiß, ob wir das nochmal sehen werden. Ich meine, das wäre der wahnsinnigste Schachzug aller Zeiten, wenn er bis zum 7. Spiel einfach immer weiter aufgeben würde. Aber im Ernst, ich versuche ihn nicht dazu zu ermutigen. Ich weiß nicht, ob er den Stream offen hat. Ich bin völlig einverstanden mit dem regulären Showmatch, bei dem nach dem Sieg die Spiele vorbei sind. Evo, selbst wenn er das trifft, wird das keine Rolle spielen. Er macht aber 76, ja. GG. Lupo holt sich den Sieg. Das waren spannende Spiele. Respekt an Evo. Wissen Sie, ich lobe ihn ehrlich gesagt dafür, dass er weitergespielt hat, nachdem NO-Spiel 4 aufgegeben hat. Ich meine, ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn der Spieler einfach gesagt hätte, nein, Mann, du hast gewonnen. Fertig. Aber Evo war bereit, noch einen Versuch gegen ihn zu wagen. Aber, Mann, Nupo, ich weiß nicht, ob ihn heute irgendjemand hätte schlagen können. Ich weiß nicht, ob ihn heute irgendjemand auf diesem Planeten hätte schlagen können.